Arthrose an der Großzehe, auch Hallux rigidus genannt. Beinahe 30% der über 65-Jährigen leiden darunter, aber auch viele jüngere Menschen. So auch Frau Claudia Koblinger. Was sie gemacht hat, um die Schmerzen in den Griff zu bekommen und warum sie sich für Schrauben aus menschlichem Knochen entschieden hat, das erzählt sie uns in diesem Video. Frau Koblinger, wie haben Sie denn Ihren Hallux rigidus gemerkt? Also die ersten Beschwerden sind im Winter 2016 aufgetreten. Damals war es aber in der Anfangsphase so, dass die Schmerzen nur bei der Bewegung aufgetreten sind und in der Ruhe war dann nichts. Also so hat es begonnen. Die sind dann eigentlich relativ rasch mehr geworden. Das heißt, dass ich auch Probleme gehabt habe, wenn ich Ruhe gegeben habe oder in der Nacht. Ich war dann natürlich bei verschiedenen Orthopäden und habe mich erkundigt. Ich würde mal sagen, in den ersten 2 Jahren bin ich dann mit so zeitweiligen Cortisoninjektionen ganz gut zurechtgekommen. Also die haben kurzfristig eine Linderung gebracht. Es ist aber dann immer mehr geworden, also dass ich sowohl bei Bewegung die Schmerzen gehabt habe, wie auch in Ruhe und auch in der Nacht. Gibt es irgendwelche Bewegungen, die Sie besonders gern gemacht haben oder besonders gerne machen? Naja, ich mache irrsinnig gern Reisen und Städtereisen und da war natürlich dann die Arthrose nicht besonders förderlich. Es war am Anfang auch so, dass gewisse Schuhwerke besser passt haben und auch nicht, aber ab einem gewissen Zeitpunkt war das eigentlich völlig egal. Wobei ich sagen muss, dass ich sowieso nie hohe Schuhe oder nie enge Schuhe getragen habe. Also ich glaube, ich trage seit 10 Jahren sowieso nur bequemes Schuhwerk und was auch passt, aber ich würde sagen, so circa ab 2017 war es schon unabhängig, die Beschwerden. Also ob Sneakers oder Wanderschuhe oder so, das hat dann keinen Unterschied mehr gemacht ab irgendeinem Zeitpunkt. Haben Sie neben den Kortisonspritzen noch andere konservative Möglichkeiten probiert, das Ganze irgendwie in den Griff zu bekommen? Ich habe es dann einmal mit Physiotherapie probiert und auch mit Einlagen. Es hat aber eigentlich nichts mehr gebracht, weil einfach die Zerstörung oder die Arthrose einfach zu einem Zeitpunkt zu fortgeschritten war. Ihr Fuß ist ja dann operiert worden und der ist versorgt worden mit Schrauben aus menschlichem Knochen, nämlich mit der Shark Screw. Hat es für Sie zur Shark Screw irgendwelche Alternativen gegeben? Sie sagt dann vielleicht doch eine Metallplatte oder Metallschraube? Ich wollte das auf keinen Fall. Also es hat eine Freundin von mir, die hat eine ähnliche OP gehabt mit einer Metallplatte und ich wollte auf keinen Fall ein Metall im Körper, wenn es irgendwie geht. Und habe dann im Internet recherchiert, verschiedene Orthopäden in Oberösterreich durchgeschaut und bin ihm dann auf den Herrn Dr. Bastl gestoßen, der eben das mit der Knochenschraube macht. Ja, war gleich recht angetan von dieser OP-Methode. Wie haben Sie jetzt den Dr. Klaus Bastl so als Arzt persönlich generell erlebt? Ich war ja, wie ich schon gesagt habe, im Vorfeld bei einigen anderen Orthopäden. Und bei mir war zwar die Arthrose fortgeschritten, aber optisch hat man eine minimale Veränderung nur gesehen. Und ich habe mich bei einigen Orthopäden vorher überhaupt nicht ernst genommen gefühlt, weil eben dieser Hallux nicht sichtbar war. Und war ihm dann beim Herrn Dr. Bastl und der hat dann gesagt, ich operiere nicht nach dem Röntgen oder wie der Fuß ausschaut, sondern einfach, wie es dem Patienten geht. Und auch wenn das jetzt optisch noch nicht so sichtbar ist, wie sie mir das schildern. Also es war eigentlich der erste Arzt, wo ich mir gedacht habe, der nimmt mich ernst. Okay, ja gut, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Patienten ernst nimmt. Nach der Operation, wie ist es dann weitergegangen mit der Nachbehandlung? Hat es irgendwelche Dinge gegeben, auf die Sie besonders geachtet haben? Ich habe so einen Vorfußgips gekriegt. Also das kann man sich vorstellen, da ist dann die vorderen Zehen sind eingeschlossen bis zur Mitte des Vorfußes. Also recht ein kleiner, kompakter, praktischer Gips eigentlich. Ich bin dann 4 Wochen mit den Krücken gegangen, mit diesem Vorfußgips ohne Belastung. Nach 4 Wochen durfte ich dann den Fuß teilbelasten. Nach insgesamt 6 Wochen habe ich den Gips runterbekommen und durfte dann den Fuß auch wieder teilbelasten und bin dann insgesamt 8 Wochen mit Krücken gegangen. Also es zieht sich, aber die Zeit vergeht auch irgendwie. Und dann dieses Gehen ist eigentlich bei mir voll schnell gegangen.
Also das war relativ flott dann. Ich muss schon sagen, bis sich das dann so subjektiv für einen ausgeheilt anfühlt, das dauert dann schon einige Zeit. Also bis man dann wirklich das Gefühl hat, so jetzt passt es wieder voll. Wie lange hat das bei Ihnen circa gedauert? Dass ich das Gefühl gehabt habe für mich selber, das ist jetzt vollständig verheilt, sicher 6 Monate. Das darf man sich aber nicht vorstellen, dass man so Schmerzen hat wie in der Akutphase, sondern das ist einfach, wenn man vielleicht einen falschen Schritt macht, dass es wieder zieht oder dass man einfach die Narbe einmal spürt oder wenn es dem Fuß zu heiß ist, dass er irgendwie so leicht tobt. Also so Schmerzmedikamente habe ich ca. 10 Tage gebraucht. Also zuerst kriegt man im Krankenhaus die Infusionen und dann eben zu Hause nur Schmerztabletten. Aber wie gesagt, dass ich sage, es hat so viel passt. Wobei ich sagen muss, ich bin im September 2019 operiert worden und war zu Weihnachten in Äthiopien wandern. Das war mein Ziel. Weihnachten Äthiopien. Und Sie haben gesagt, 6 Monate lang Schmerzen. Sag mal, ab Monat 3 von 0 bis 10, wie stark waren die Schmerzen? Ja, Schmerzen, also eher, dass man es manchmal nur spürt, das ist ganz schwer. Also so richtig Schmerzen würde ich sagen, die Akutphase vielleicht so 1-2 Wochen. Also die Wundheilung, bis die abgeschlossen war. Und dann habe ich einfach wieder Gips war am Abend, wenn es warm war, dass er einfach ein bisschen getobt hat, aber so richtig Schmerzen. Okay, also keine Also mehr. das habe ich mir im Vorfeld viel, viel schlimmer vorgestellt. Sie haben gesagt, Sie sind jetzt in Äthiopien wandern gewesen. Meine Frage ist, wie geht es Ihnen mit dem Fuß? Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, es ist einfach voll das angenehme Gefühl. Das war überhaupt, ich bin im OP aufgewacht und habe mir gedacht, boah, das fühlt sich gut an, obwohl es da eigentlich nur voll verpackt war. Aber was ich dann auch gehabt habe vor der OP, durch diese massive Arthrose hat sich das angefühlt. Seitlich von der Zehe waren lauter so Schotter im Gewebe, weil ich kann das jetzt nur laienhaft beschreiben. Und nach der OP hat sich das einfach wieder total frei angefühlt, das Gelenk links und rechts. Wenn Sie jetzt dann einem Patienten einen Rat geben müssten, der die gleichen Probleme hat wie Sie, die Sie gehabt haben, was würden Sie ihm empfehlen? Das ist eine total schwierige Frage. Weil ich glaube, man muss bereit dazu sein. Und ich war auch eine Weile nicht und irgendwann war der Leidensdruck so groß, dass ich mir gedacht habe, so und jetzt mache ich mir einen Termin aus. Und dann habe ich mich nur mehr gefreut, dass der 2.9.2019 da ist, dass es losgeht. Ja, zu lang würde ich auch nicht warten, generell, weil einfach dann auch die anderen 10 immer mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn man einfach zu lang wartet. Aber Sie würden auf alle Fälle empfehlen, zuerst einmal das Ganze konservativ probieren und schauen, wie geht es ohne Operation, und wenn es halt dann wirklich nicht mehr geht, dann halt die Operation mit. Ja. Dann ist man halt schmerzfrei. Ne? Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben heute für dieses Interview. Wenn Ihnen das Video gefallen hat oder Sie generell Interesse an Operationsvideos oder Operationserfahrungsberichten haben, dann liken Sie dieses Video oder abonnieren unseren Kanal. Ich würde mich freuen. Bis bald.